Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades in the Sky the Third. Ich bin gerade immer noch ein bisschen Adrenalin geflasht, denn ich habe in der gestrigen Folge den bis dato wahrscheinlich schwierigsten Boss gelegt. Also für mich war es mit Abstand der härteste und ja, bin super gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen jetzt hier noch einen Teil unserer Belohnung für diesen Bosskampf und wir gucken mal, was als nächstes passiert. Reese ist uns kurz bevor der Boss gespawnt ist, hier auch nochmal zu Hilfe gekommen und hat schon angedeutet, dass sie mit Kevin nochmal sprechen möchte. Und ja, es gibt, glaube ich, viel zu erzählen. Da ist sie. Sie hat beim letzten Mal auch ganz schön eins auf den Deckel bekommen. Das sah schon ziemlich brutal aus. Hoffentlich geht's ihr gut. Kevin? Kevin? Oh. Ist da etwa unsere Esther drin? Spricht eine Menge dafür. Zumal sie, das wurde ja in der vorletzten Folge, glaube ich, angedeutet, der einzige Charakter ist, der in unserer Truppe noch fehlt, ne? Oh. Hey, well, at least it gave us something to justify the trouble. Haha, well done, Kevin Graham. Das ist jetzt der Schwarzritter, bestimmt, oder? Hat er in der letzten Folge schon vermutet, dass wir den danach zu Gesicht bekämen? Und? Ach der. Wie hieß der nochmal? You Again. Lord of Phantasma, genau. Your next destination is the path of beasts. Devour the new offering presented to you and display your seal once more. Then shall the flames of Gehenna burn ever fiercer and my kingdom draw closer to its true completion. You didn't perform as well as I hoped, but my words still came true, did they not? Der ist so creepy. Just who are you? I think it's about time you took that lame-looking mask off and showed us your face, don't you? If that is what you wish, I would be happy to oblige. But ask yourself this. Is that truly what you desire? What? You have but to say the word and the deed shall be done. Well, what's it to be? Do you wish to see my face? Kevin? That's enough, Lord of Phantasma. Ich finde, das deutet so ein Stück weit an, dass Kevin ihn höchstwahrscheinlich kennen wird und ihm das sehr, sehr wehtun könnte, zu sehen, wer sich dahinter verbirgt. Das ist gerade so ein bisschen meine Theorie, auch weil er das so provokant gerade angeboten hatte. Und weil er halt auch so gut über uns Bescheid weiß, also nicht nur über Kevin, sondern auch über unsere anderen Mitstreiter teilweise. Und also über Kevin und Reese auf jeden Fall. Stop trying to mess with Kevin's head with your cryptic nonsense. I am doing no such thing. If he doesn't understand my words, that is because he chooses not to by himself. Regardless, the time has come for the child of the sun to return to you, and with that you will finally have sufficient pieces for me to prepare some more advanced game boards for you. Für den ist das echt so ein großes Laborrattenexperiment hier, oder? No, not again. Haha, your next destination is the path of the Dream Devils. Cross between the realms of shadow and light and gather the black and white pieces therein. Only upon the completion of your collection will your path to yet a new game board become clear. Wenn das so ähnlich abläuft wie bei der Golden and Silver Road, dann würde ich das sehr begrüßen. Dann können wir bestimmt wieder 2 Teams oder müssen wir 2 Teams zusammenstellen. Da habe ich voll Bock drauf. Hoffentlich kommt es genau so. Kevin, I know you've got a lot you want to talk about, but let's save that until later, okay? But... ich wollte aber auch wissen, was sie zu erzählen hat. Ey, weißt du, da nimmt sie sich zusammen und hat voll Mitteilungsbedürfnis und dann schiebst du sie schon wieder beiseite. Ist nicht okay. Oh. After all, it sounds like this contains the girl we've all been waiting for. Everything else can wait until after she's out of this stone. Thanks, Kevin. Damn right. Thank goodness we found her. Boah, ey, dieser Kampf, ne? Ich bin immer noch ganz wabbelig in den Händen. Das war so knapp teilweise. Bin echt froh, dass das trotz alledem im First Try geklappt hat. Aber ich glaube, die letzte Folge, die ist ein bisschen eskaliert zeitlich, ne? Ich habe jetzt halt keine Pause gemacht, bin mir nicht ganz sicher.
Aber ist auf jeden Fall ein längerer Part geworden. Aber unsere Gruppe wird jetzt komplett... Ist das nicht eine wundervolle Runde? Wie sehr ich einfach die Charaktere in diesem Spiel liebe. Yay! Here she comes. Ich möchte gerne noch 10.000 weitere Spiele mit all diesen Menschen hier. Mit all diesen Pixel-Menschen. What just happened? Hey, Estelle. Da ist sie. Are you okay, Joshua? What was that light anyway? Huh? Welcome back, sweet girl. Yeah, I'm not surprised you're feeling kind of bewildered right now. Not every day you find yourself in a situation like this. You can say that again. Oh, ihre Blicke. Einfach nur herrlich, oder? Ey, was man damit schon so assoziiert, wenn man die Vorgänger kennt. Das ist so, es ist einfach so mega vertraut alles. I've missed you, Estelle. Same here. You guys have missed me, I've missed you. I'm feeling all emotional all of a sudden. There are so many faces I haven't seen in ages here, I'm not sure where to start. And a few who have done a total 180 since I've last seen them too. Fehlt da nicht irgendwie ein Wort? Also Grad? Also so, weißt du, was ich meine? 180-Grad-Drehung? I mean, wow, Olivier, you look all princely all of a sudden. And when did you cut your hair, Shira? And is that a new outfit? It's so daring. Haha, I've taken quite a liking to it myself. I have to say, I still prefer that old white coat. I feel much more at home in it than this. Da stimme ich dir zu, mein lieber Prinz Olivert. Olivier ist für mich immer noch gekoppelt an den weißen Mantel. Ich finde es auch immer noch gewöhnungsbedürftig, wie er jetzt aussieht. Everyone else is same old though. Well, sorry for not breaking the bank on some new get-up for you to gawk at. These clothes are practically my work uniform at this point. It would take a lot to get me to change them. Oh man, it's so good to see you again. You don't look like you've changed at all. You're still a total airhead from where I'm standing. Ach komm, halt's Maul. Annalise, you're here too. And as for you, Josette, can you quit calling me a damn airhead? In case you were raised in a barn, that's not a very nice way to greet someone. What? I was only telling the truth. Sounds like you're always a huge pain in the butt for poor Joshua. Oh Mann, ey. Die waren genau da weiter, wo die zuletzt aufgehört haben. Ausnahmslos. Oh, okay. I give you sometimes, but always? Actually, you know what? Scratch that. It's none of your business. Wow, though. Even the captain and major are here. It's lovely to see you too, Estelle. It's been quite some time. Man, this is the best reunion party ever. Naja, ob alle hier so in Partystimmung sind, ich weiß ja nicht. Haha, don't forget about me too. Kevin? I don't recognize the person with you, though. Hi. Hello, I'm Rhys Argent, the squire of the Kreuzritter. Kevin's told me quite a lot about you. He has, huh? It's nice to meet you. You really are a special girl, Estelle. Hä? Warum? Sie hat sie doch nur nicht gegrüßt. Just having you here brightens up the room. Ja, das stimmt. Yeah, you really think so? Wobei, ich finde, dass Tita auch jeden Raum zum Strahlen bringt. Jawohl. Hey, are you okay? You look a little pale. What? So viel zur tollen Reunion-Party. Das war klar, dass jetzt wieder irgendwas Schlimmes passieren muss. Oh, hat er sich ein bisschen übernommen? Sorry, Rhys. Gonna have to take a rain check on our talk. Kevin handed the cube to Rhys. Jetzt werden wir mit ihr als Anführerin weiterspielen und er fällt dann dafür raus. So wird's kommen. Und Estelle wird jetzt bestimmt Joshuas Platz einnehmen und auch fix in der Party sein. Oh Gott. Die Musik, die lässt irgendwie so ein ungutes Gefühl zurück. What are you? I leave things to you for a while. Keep moving on. Shit, Kevin? Kevin! Is this because of that thing he did? Das war auch mein erster Gedanke. What thing? What's going on? Kevin! Wake up, Kevin! Ich glaube, der schläft nicht einfach nur. Okay, das gab's ja auch noch. Das war, glaube ich, bisher das längste Kapitel. Gucken wir mal, was als nächstes folgt.
Aber es klingt jetzt wieder mega gemein. Was sind das für Geräusche? Warte, wir gucken gleich. Aber ich freue mich, dass jetzt da ein Wechsel stattfindet, weil ich habe lieber Reese im Team als Kevin. Einfach, weil wir auch schon so lange nicht mehr mit ihr gespielt haben und weil ich sie von Anfang an so ziemlich extrem cool fand. Look at me, Kevin Graham. Instructor Selnich. Ach so, das ist ein Selnate. Ich weiß noch. Ich erinnere mich noch an diesen sehr kuriosen Namen. You look as though you haven't eaten in days. Although by the sounds of it you really haven't, nor have you even been drinking anything. I was saddened to hear the news about Rufina as well, but unfortunate accidents are a fact of life, especially in our line of work. It's the risk we all choose to shoulder when we depart on a mission. Ja, es mag sein, aber ich finde, das macht Kevin echt sympathisch, dass ihn das mitnimmt. Ich bin da voll auf seiner Seite und kann ihn voll verstehen. Auch wenn sie natürlich auch nur ihren Job macht, wenn sie versucht, ihn jetzt wieder aufzubauen, aber... Kill me. Was? Excuse me? I've got no reason to be a knight anymore. I've got no reason to even live anymore. And if someone has to kill me, I couldn't ask for anyone better than you. I doubt I'd even have the time to feel pain before you were done, so... If that is your wish, in what world did you think I would happily oblige such an asinine request? Was ist das denn für ein komisches Wort? You do remember what you said when you first became a squire, hm? You said you offered your soul to the goddess above and your body and blood to her church here on earth. After swearing that, you think you have the right to beg for death, much less a painless one? Don't make me laugh. Hey, still, I was reluctant to even relay this information for you, but after seeing how pathetic a state you're in, perhaps it won't be so difficult after all. Squire of the Kreisritter, Kevin Graham, from this day on, you are to assume the position of Fifth Dominion. Your appointment was decided by the Congregation of the Sacraments, and even His Holiness, the Pope, has given his approval. The job is yours. Ich bin mir nicht sicher, ob ihm das jetzt in irgendeiner Art und Weise weiterhilft. Oh Gott, wie traurig der guckt. What? I imagine you must at least have heard rumors that the position of Fifth Dominion was vacant. Has been for several decades too. Congratulations, it turns out that position was meant for you. Hey, how the hell did that baby squire I once helped teach reach the same rank as me? I'm sure the Fifth Macabre will be pleased to finally see the light of day. Why? Oh, and incidentally, it's tradition to take on a title of your choosing after becoming a Dominion. You might want to start giving some thought to what you want sooner rather than later. As you already know, mine is Cornelia, simple a name as it is. I don't care about titles, I don't care about any of those things. Why me? I couldn't even protect Rufina from... Why me? And to that I say, that is of no consequence here. What is of consequence is that Rufina Argent was a highly capable knight. She may not have manifested a stigma of her own, but her problem-solving abilities were at times greater than even a Dominion's. Her loss will be keenly felt, and it will be up to our new Fifth Dominion to fill it. The words of His Eminence the Cardinal. Ich glaube, das ist alles noch zu frisch, um ihn jetzt damit zu konfrontieren. Gib ihm doch noch ein paar Tage Zeit. Oh, this is rich. This is just rich. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, jetzt dreht er durch. Der sieht gerade ein bisschen creepy aus. Oh man, it's so funny, it hurts. I become a knight to protect Rufina, then I end up shooting to the top of the ranks over her dead body. Amazing, huh? Who could have seen that coming? I wish I could go back in time to tell myself when I signed up what was gonna happen, just to see my own face. Okay.
Ich kann es ihm nicht verübeln. Ich verstehe seine Reaktion total. Der wird gleich anfangen zu weinen. So, what will you do? I should make it clear that you do have the right to refuse your new appointment. Admittedly, no one in the Grazritter's 1000-year history has turned down a Dominion position, so doing so would be unprecedented oder so, but still. Well, no shit. No, I humbly accept my new position. I'm ready to start work as soon as it's there for me. Hell, start piling it on me today. I'm up for it. Okay, das kam überraschend. Alright then, I'll see what I can do. Oh, and don't hold back on me either. Throw me the really hard stuff, the kind you'd need to be a masochist you want to take on. Was war the kind you'd need to be a masochist to want to take on, okay? And that title thing? Let's go with Heretic Hunter, okay? That sounds just perfect. Okay. Ich, weiß nicht, find's irgendwie komisch. Also, dass ihn das mitnimmt und so, das war nachvollziehbar, aber dass er dann so gleich sagt, so, ja, okay, komm, das machen. Ich meine, vielleicht hilft's ihm beim Ablenken. Vielleicht denkt er sich, ich habe eh nichts zu verlieren, selbst wenn ich bei einer schweren Mission draufgehe. Dann ist das halt so, lohnt sich eh nicht mehr zu leben, so frei nach dem Motto. Wird wahrscheinlich alles eine Rolle spielen. Labyrinth of Shadows and Light. Ich freue mich so sehr, weil ich mir echt vorstellen kann, dass das ähnlich verlaufen wird wie damals mit der Golden and Silver Road. Ach, die beiden. Das ist schon irgendwie steht das unter keinem guten Stern. Wow, so that's what happened. The more I hear, the more off the wall everything happening here sounds. I'm not surprised. We're making progress on working out what's going on, thankfully. We know the place we're in is called Phantasma and about how it has its own unique rules that govern it. We also know that all of us were chosen based on some criteria then drawn into it. We still have plenty of questions that need answering, but they can largely be summed up by the following three. 1. Who are the lot of Phantasma and Schwarzritter? 2. What is the cube and the identity of the ghost who appears to be connected to it? 3. What is Phantasma and how did it come to exist? That's a pretty succinct way of putting it. There are other questions, of course, but it's true that most of those generally fall under those three in some way. Why there are fiends roaming around comes under number 3, for example. Dividing everything up like that does make it all a heck of a lot easier to understand, yeah? Oh, but wait, where does Kevin falling unconscious come into all of this? You made it sound like the cause of that was him fighting some giant devil. From what we can tell anyway, more specifically, the power he used to break the barrier surrounding us seems to have been what he did. What did it, so rum. The one that made that red symbol show up on his back. I wonder what it was then. I haven't got any idea what it could have been either. It's possible it may be some form of thaumaturgy oder so, passed down through the church, but I can hardly be sure. Joshua? Do you think you know what it could have been? I think I do. I can't be sure, but I think it was a stigma. Seriously? Isn't that the thing that appeared on your shoulder? Yeah, it was. What you saw was a physical manifestation of an image Wiseman had placed deep within my mind in order to control me. Kevin's is likely the same, save the control factor. However, I have a feeling his is also significantly more powerful than mine was. Well spotted, Joshua. Reese? Jupp. Weiß sie das denn zu 100%, Reese? Say, how's Kevin doing? His condition seems to have marginally improved, but what he did resulted in a heavy burden being placed on his mind, so I think it would be best for him to rest for a while longer. That's a relief. Well, he sure knows how to give people a fright. Do you mind if I get clarification on something, Reese? Ja, genau, jetzt kommt nämlich die Stigma-Frage, ne? Was my theory correct? Yes, it was. He did indeed use the power of his stigma. However, the key difference
between his and yours is that his is one of the original kind, of which yours was likely based. On which, habe ich gerade aufgesagt? Keine Ahnung. A seal carved into a person's very soul, said to manifest only in the dominions of the Gralsritter. What's a dominion? I've heard rumors of their existence personally. The Dominions are a group of 12 knights who lead the Gralsritter. They are supposed to possess incredible power. That's also correct. Their stigmas are the source of that power. They allow the people who possess them to strengthen their body beyond what most would think humanly possible, as well as use high-level thaumaturgy far exceeding the capabilities of other knights. As I'm sure you've pieced together, Kevin is one of them, specifically the 5th Dominion. Are we even talking about the same Kevin who's been leading us around here? It sure doesn't feel like it. Sorry, but I'm a bit confused. Did Kevin have his stigma implanted within him like Joshua did? No, ordinarily stigmas aren't carved in that manner. They appear on their own without human intervention. There are 12 dominions, and that number has always been consistent throughout history. There are times when spots are left unfilled because a stigma bearer to fill them has yet to appear, but they are always out there, whether their stigma has manifested or not. That's so weird, don't you think? So does that mean the stigma Joshua had? Mine was only a replica of the real thing. Wiseman was originally a clergyman, so he probably had access to a way to make such a thing. Oh yeah, I forgot he said that. He used to be a bishop in the Congregation for the Sacraments, which is the organization that the Gralsritter answers to. Even back in those days, he was in contact with Ouroboros and stealing numerous sacraments from the church. Things that were stolen included a vast amount of literature and research on the stigmas of the Dominions. We believe he then went on to use that material as a basis to realize his dream of creating some sort of superhuman over with his society. I thought so. Still, while I think I have a vague understanding of just what these stigmas are now, I'm still not clear how using that power led Kevin to collapse. Does that risk naturally come with the use of your stigma's power, or is there something more to it? Well, I don't know exactly why, but Kevin very rarely uses the power of his stigma at all. Naja gut, wenn das immer dazu führt, dass er sich so fühlt, wie er es jetzt gerade tut, dann ist das ja auch nicht verwunderlich, oder? I've heard that the only time he relies on it is when disposing of those he brands heretics. In other words, those whose sins are too great for them to ever be able to walk the path of righteousness ever again. Disposing of? That's so ominous. So let me make sure I got this straight. He used a superpower he barely uses out of nowhere, and that caused him to black out because his body wasn't ready for it? That's what I believe is likely the case. See, I think I understand well enough now. Are you sure it's fine for you to be telling us this? Yes, I'm almost positive Kevin was planning on telling you himself before he fell unconscious, and I believe telling you all of this is necessary in order to ensure your cooperation in the rest of our investigation. Well, if you're sure... Wait, does that mean... If no one has any objections, I'd like to take Kevin's place and lead till he wakes up again. Das war zu erwarten. Is that alright with everyone? No problems here. Are you sure you don't want to stay here, though? I would have thought you'd want to stay and look after him. Ich glaube, das wird sie nicht tun, auch weil, bevor er bewusstlos wurde, ja seine Bitte auch war in ihre Richtung, dass sie ihn quasi ersetzt und weitermacht. Before he collapsed, guck mal, hier sagt sie es nochmal, Kevin entrusted me with the cube. As such, I believe this is my duty as a squire in his service. So please don't worry about me. Right now, I'd much rather be helping all of you. Well, if you're sure. I personally see no reason to say no. The remaining members will be sure to look after Kevin. You won't have to worry about a thing, okay? Thank you, I appreciate that. What's wrong, Estelle? Well, so Reese, I've got a favor I want to ask, if you don't mind. Would you mind if I came with you when you head out to explore? Guck mal, es kommt genau so, wie ich es vorhin noch vermutet hatte.
Reese wird Kevin ersetzen und Estelle wird Joshua ersetzen. Und dann können wir uns wieder 2 weitere Personen aussuchen. Is there any specific reason? Estelle? Well, it's just, I've only just returned to the world of the living, right? I feel like I want to go and see what's going on for myself. And I mean, I am a bracer, so I doubt I get in your way or anything. So, would you mind? Also ich würde es sehr begrüßen, auch weil ich es schön finden würde, wenn die beiden sich ein bisschen besser kennenlernen, weil ich beide total gerne mag und mir vorstellen kann, dass da noch interessante Dialoge auf uns zukommen. Sag bitte ja. Not in the least. I'd love it if you accompanied me. Oh, okay. Das klingt sehr wertschätzend. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das jetzt so positiv formuliert. Hihi, thanks. Sorry for up and deciding that on my own, Joshua. Sorry for what? If that's what you want to do, then you won't hear any complaints from me. We'll be counting on you to do a good job backing Reese up. You know it. Oh, das, ja, ich wollte gerade sagen, das wird jetzt hier wieder ein Gewusel. Okay. Warte mal, Estelle war die zuletzt ins Team kam. Das heißt, einen neuen Charakter angucken muss ich mir jetzt auch nicht zwingend, ne? Boah, das wäre echt schon am einfachsten, wenn ich mit der Gate und Tita so weitermache. Ich meine, die haben auch noch nicht so viel miteinander gesprochen. Also das ist echt die Gruppe, mit der ich mich am wohlsten fühle. Wirklich, ich schwöre auf alles, was mir lieb und teuer ist. Ich mache das gerade nicht nur aus Faulheit, weil ich dann die Quarze nicht wieder umdisponieren muss. Aber ich bin einfach super gern mit der Gruppe unterwegs. Wobei ich auch Chloe halt sehr gerne im Team habe, ne? Und Shira eigentlich auch. Naja, ich hoffe immer noch so ein bisschen, dass wir, wenn wir das nächste Gebiet betreten, eventuell wieder 2 Teams bilden müssen. Das werden wir dann zu gegebener Zeit sehen. Vielleicht finden wir das auch in dieser Folge noch raus. Ich werde jetzt sowieso gleich erstmal bei Reese gucken müssen, mit was für Zeug ich sie ausstatte. Und ich muss EP-Charges einkaufen. Ganz wichtig. Ich werde aber für Estelle und Reese eventuell sowieso nochmal einkaufen müssen. Ah, ich glaube, wir werden den nächsten Ort heute doch nicht mehr zu sehen bekommen. Oh, Reese, are you okay now? I'm fine. I managed to avoid taking any direct blows in the battle. I knew you'd go and help Kevin out if you really needed it. Well, I did some serious thinking about what you said. Just as Kevin had his reasons for wanting to be a knight, I've got my own reasons for becoming a squire. So... Okay then. Now all we need to do is wait for Kevin to wake up so you can tell him how you feel, am I right? Yes, you're right. Annalise, thank you very much. Hey, think nothing of it. Wow, I didn't know you two were so close. Ja, da schließe ich mich an. Das war mir auch nicht so klar. Vor allen Dingen kennen die sich auch noch gar nicht so lange. Aber gut zu wissen. Oh, but I'm sure you know why though. It's because she's so cute. Is anyone surprised? No? No. Well, we freed you, Estelle. Now all that's left is to wait for Kevin to wake up and everything will be hunky-dory again. Okay. Na, mal gucken, wie lange das dauert. Ich wette, der wird noch eine Weile schlummern. It's been one thing after another since we got in here, but I'm just glad you turned out to be alright. Who, me? But of course, Joshua was putting on a brave face the whole time, but you know him. Anyone could tell how worried he was about you. I can't believe you. Well, I can say I blame him, not one bit. I was worried sick when I found out the Lord of Phantasma had captured you. It must have been so much worse for him. I was captured for real? Was I? I mean, I guess I was, but it sure doesn't feel like it. I don't even remember anything like that happening. Well, whatever, no big deal if I can't remember, right? You never change, and neither do I. How can I go back to drinking worry-free now? Hab ich grad Hau gesagt? Ja. Na dann, Prosit, Shira. Why? What would I say? So, how are things coming along with you two anyway? Any major developments? Hey! You think you can give me some kind of heads up before asking me something like that? Go on, spill. I need to know these things. Either way, now we've got both stars of our old show together. It's time to seriously focus on getting out of this place and back into the real world. Ja, wobei eigentlich leben wir uns ja gerade ganz gut ein, ne?
I've tried looking into the Kreuzritter and the Congregation for the Sacraments myself before. Unfortunately, no amount of research could have prepared me for the sheer power that the Dominions seemingly possess. If we're to deal with foes who are comfortable making an enemy of someone who possesses such power, this could get very tricky indeed. Yeah, from what everyone said, this Lord of Phantasma guy doesn't sound like they've gonna be a walk in the park. Oh yeah, while I've got you here, how's that whole plan going these days? Whatever do you mean? You know, the one you were heading back to the Empire to put into action, after you had us going with that crazy stunt you pulled back at Hagen Gate. You better be pulling your back into it. Putting, nicht pulling. If you're not, there's a stuff here with your name on it. Oh, I see. Thank you for your words of encouragement, Estelle. I'll be sure to take them to heart. Wait, that's it? No dodging questions or creepy comments with that dumb grin you've always got on half the time? You're feeling okay. Olivier Schira didn't drink you under the table again, did she? Keine Antwort ist auch eine Antwort, ne? So we're dealing with foes who are content making an enemy out of an extremely powerful dominion, are we? The Schwarzritter and the Lord of Phantasma will surely be a force to be reckoned with, which is why I'm going to stay here and get my beauty sleep. I wouldn't stand a chance against them. Und was machst du, wenn ich dich gleich wieder ins Team hole, Prinz Olivert? So wird... Achso, jetzt wiederholt er sich. Okay. Na, Sinn. Everything about the Lord of Phantasma is still a mystery to us, but look on the bright side, that ghost seems alright with us. We've got a whole lot of capable people here too. I'm sure there's got to be a way for us to get through this. Everything about the Lord of Der sagt nichts Neues? Du bist der Einzige, der so wenig Redebedarf hat, mein Freund. Ich warne euch auch schon mal vor, ich werde danach auch nochmal Gate und Tita auswechseln, damit wir auch mit den beiden schnacken können. Denn ich feiere deren Dialoge und Gesprächsoptionen sehr oft. Vor allen Dingen, wenn sie miteinander sprechen. Wobei so coole Szenen, also so höchst emotionale Szenen, wie wir sie im zweiten Teil gesehen haben, wird es hier wahrscheinlich nicht geben, weil die höchstwahrscheinlich ja auch nicht nochmal sich in Ruhe zu zweit austauschen werden. Das war schon... Was ist das denn hier? Was? All of Gambler Jack is on the bookshelf. Okay. Was? Ich liebe dann mal. Das haben wir doch aber auch schon mal irgendwie gelesen. War das nicht auch Teil des Bonusparts aus Teil 2, was irgendwie über 2 Stunden gedauert hat? How is he, Chloe? Hi there, Estelle. He's doing fine. He's actually sleeping soundly at the moment. He was groaning a little in his sleep till a short while ago, though. What, really? That doesn't sound good. All we can do is let him rest. It's going to take some time for him to recover. The mental burden he's carrying is just as taxing on his body. Oh, for sure. Well, keep an eye on him, okay? Thank you, Chloe. Joshua? No problem, Reese. Leave it to us. I'm surprised just how capable Josette actually is. She's a real natural when it comes to looking after people. You really think so? Ich glaube, das ist echt einer meiner liebsten Gesichtsausdrücke von Estelle. I'd heard a lot about Josette from Estelle, but I was surprised just how much of a natural she is when it comes to looking after people. It's generally not a good idea to rush the recovery process of mental strain using medicines. It's best to let them heal on their own. Let's make sure he gets plenty of rest. The cause of this is a mental burden that's affecting his body, so I think the best thing to do is just to let him rest for now. It's all we can do, really. Ich glaube, Joshua könnte da recht haben. Okay, that should do the trick for now. Now we just have to make sure he doesn't get too cold. Maybe I should whip up some porridge for when he gets up. Wow, I had her written off as a total dumbass, but she may actually be kinda capable. Gah. Vor allen Dingen wird Josette das hier genießen, ne? Weil sie jetzt die ganze Zeit in der Nähe von Joshua ist. There's nothing to worry about here. Leave looking after him to us.
Okay, aber immerhin wird sie sich scheinbar wirklich gut um ihn kümmern. Kevin appears to be asleep. Arme Reese, ey. Da hat sie sich gerade erst dazu entschlossen, ja, das Gespräch wieder mit ihm zu suchen und dann passiert hier schon wieder so ein Bockmist. So, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen. Müller und Julia, die hatten wir jetzt hier noch nicht. Die habe ich beim letzten Mal vergessen, diesmal aber nicht. Die werden jetzt wahrscheinlich wieder hier stehen. Müssen sie ja. Viel mehr Ecken haben wir nämlich nicht mehr. Ja, da sind sie. In trauter Zweisamkeit. Wer weiß, vielleicht geht am Ende auch zwischen den beiden irgendwas. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass die ein fantastisches Paar abgeben würden. Prost. So, dann lass mal hören. I was aware that Father Graham was a member of the Kreuzritter. I certainly wasn't aware that he was such a high-ranking member of the group, however, and one of its most powerful members at that. I was aware... Okay, das war's. There was a point when Olivier tried delving into research on the Kreuzritter. He wasn't able to ascertain much in the end, no matter how hard he tried though. After seeing for myself what their strongest members are capable of, I can understand why he would want to look into them. Yeah. The ability to slay a devil of that strength in one blow is unusual to say the least. Naja, in einem Blow hat er den ja jetzt nicht getötet. Wir haben eine Weile an dem gesessen. Übertreib mal nicht hier. Unnatural too. Die Ability... Okay, hier wiederholt er sich jetzt. Okay. Dann lass uns mal ganz kurz die beiden Mäusekins hier austauschen. Und wenn wir gerade schon hier stehen, nehme ich die beiden mal mit. Pack quasi die Hand der zwei und hole sie ins Team. Frage ist jetzt, wo werden sich Tita und Agate aufhalten? Vielleicht haben die auch ihre eigene Ecke, wo die jetzt gerade rumchillen. Kann mir nämlich vorstellen, dass die sich auch ein bisschen was zu erzählen haben. Ich darf auf keinen Fall vergessen einzukaufen. Bevor ich jetzt in dieser Folge oder in der nächsten dann mich weiter auf den Weg mache. Und die Quarze auch neu zu verteilen. Also ich werde auch offscreen ein bisschen was zu erledigen haben. Ich muss nochmal überlegen, wen ich jetzt auf welche, also wen ich jetzt zum Magier und wen ich zum Nahkämpfer ausbilden will. Aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Chance, mit der Kombination auch alle Elemente wieder abzubilden. Also 2 Magier auszubilden, die dann am Ende möglichst viel auch imstande sind zu casten. Ja, wo sind die denn jetzt? Sitzen die hier mit am Tisch oder sind die jetzt ganz woanders? Ah, da stehen sie, aber guck mal, so ein bisschen abseits. Oh, Estelle, do you know how Kevin's doing? He's fine, I think. He's got both Joshua and Chloe looking after him und Josette. Also komm, jetzt sei so fair und unterschlag sie nicht, auch wenn wir sie beide nicht so gerne mögen. Oh, right. Phew, what a relief. I'm sorry for worrying you. Hä? Ja, genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Gut, dass Tita genauso reagiert wie ich. What are you apologizing for? Nothing. Forget I said anything. Aha. Reese, was willst du uns sagen? Okay. I'm worried about Kevin, but that's not all I'm worried about. It sounded like the Lord of Phantasma knew Kevin would use his stigma's power and end up collapsing, and that would make the kingdom draw closer to completion or something, which is worrying too. We're going to need to be even more careful than before, aren't we? I don't want anyone else getting hurt. Vor allen Dingen ist Tita ja so oft verreckt im letzten Bosskampf, ey. Sie hat es mit am schwersten. The Lord of Phantasma has never hurt any of us directly, sure, but they are still willing to use devils to do it, which isn't that much different. We're going to need to be really careful. Die redet echt wie eine Erwachsene, ne? So ein Goldstück, die junge Dame. Oder Agate? Dominion or not, I don't know what that priest was thinking going nuts and knocking himself out cold. He could have ran what he was planning past us first before becoming dead weight. Some people, I swear. Look who's talking, Bucko. Ich wollte gerade sagen, Agate hatte doch so eine ähnliche Szene. War das im ersten oder im zweiten Teil? Ich glaube, das war auch im zweiten.
wo er auch irgendwie sein Leben riskiert hat. War das nicht sogar mehr als nur einmal der Fall? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Estelle hat auch gerade darauf angespielt, oder? I always figured Kevin was more than he let on. Didn't think he would go using some superpower and collapsing on us like this. Bah. Naja. Finde ich ja jetzt nicht so ganz gerechtfertigt, ihm das zum Vorteil zu machen, weil ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass Gate in seiner Situation, also in Kevins Situation, genauso gehandelt hätte. Aber okay, lassen wir das mal so stehen. Wahrscheinlich ist das einfach Gates Art, seine Sorge auszudrücken. Da ist ja jeder so ein bisschen anders. So, dann lass uns jetzt nochmal einen ganz kurzen Blick in den Laden werfen. Und gucken, ob wir da noch was Neues einkaufen können. Weapons. Für unsere jetzige Truppe. Roten Himmel. Ich glaube, das sollte ich mitnehmen, oder? A Forbidden Templar Sword that slaughters all it touches. Ja, ich glaube, das sollten wir uns einmal in Aktion ansehen. So, gibt es sonst noch etwas? Da haben sich schon wieder ein paar Waffen auch angesammelt, ne? Okay, guck mal hier. A giant two-handed sword made painstakingly from hard rock. Das hätte ich wahrscheinlich vor dem Bosskampf sogar schon einkaufen können, oder? Oder kam das jetzt erst durch den besiegten Boss? Bin mir nicht ganz sicher. Ah, schade. Leider keine neue Waffe für Tita. Aber ich glaube, ihre letzte neue liegt auch gar nicht so weit zurück. Von daher ist das schon okay. So. Davon habe ich 7 Stück in meinem Inventar. Da werde ich ja einen Teufel tun, davon jetzt irgendwas noch einzukaufen. Und Soldier Tabi haben wir auch 5-mal. Das muss ausreichen. So, jetzt gucke ich mal hier auf Inventory. Prevent Sleep. Das hat doch bestimmt irgendwer angelegt, oder? Ich werde es trotzdem kaufen. Ich will überall mindestens eine 2 stehen zu haben. Ich will überall mindestens eine 2 zu stehen haben. So rum. Das ist der richtige Satz. Power Bangle that emits pure white light to prevent blindness. Ich meine, das haben wir auch. Ich kaufe es jetzt trotzdem. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen verschwenderisch. Skull Pendant haben wir. Da haben wir sogar die Plus-Ausführung schon. Tools. Oh ja. Oh Gott, das ist so teuer. Das ist so teuer. Aber es hat uns halt auch echt den Allerwertesten gerettet, ne? Genauso Reviving Balm müsste ich eigentlich auch ein paar mehr von kaufen, aber boah, nee, Leute. Nee, komm. Ich kann da gar nicht hingucken, aber ich werde jetzt noch 5 davon einkaufen und dann erstmal warten, was wir demnächst noch an Mira zusammengetragen bekommen. So, warte mal, und dann habe ich ja hier noch die Möglichkeit, Slots zu kaufen. Das ist das eine. Ich will nur grob gucken, ob es jetzt hier irgendwas gibt, was wir vorher noch nicht hatten. Auf den ersten Blick meine ich aber, alles ist beim Alten. Boah, ich könnte mir keinen EP-Cut 4 leisten. Schade eigentlich. So, also hier werde ich mich offscreen auf jeden Fall austoben. So viel steht mal fest. Ich glaube, wir können aber trotzdem hier ein bisschen traden. Und zwar werde ich jetzt hier mal ein bisschen was abgeben. Und zwar dahingehend. Einfach damit wir da ein bisschen mehr Puffer auch haben. Und dann bin ich sehr gespannt auf den nächsten Ort und was wir da für Seppets kriegen werden. Ich kann mir vorstellen, dass ich für meine Umverteilung, für die Quartz-Anpassung dann auch das ein oder andere Upgrade noch mitnehmen werde. Ja, es ist schon schwer, ne? Also wenn ich aus ihr eine Magierin mache, dann ist sie hiermit auf jeden Fall besser bedient. Ich glaube, das muss ich mir dann doch nochmal überlegen. Können aber hier mal gucken. Defense 400. Ja gut, ich glaube von 400 auf 600 der Sprung ist schon zu krass. Deswegen machen wir das erstmal so. Ah, ich glaube, das mit den Accessoires und alles, das werde ich mir auch nochmal in Ruhe angucken. Ich mache jetzt erstmal hier, bevor ich den Part gleich beende, gucke ich mir die Dings nur an. Wobei bei den anderen ist das ja soweit alles okay. Ne, warte mal, Gate hatte eine neue Waffe noch. Hard Rock. Von 650. Ach, guck mal, und der Genauigkeitsmalus, der geht weg.
Das macht die Waffe gleich nur noch perfekter. Sehr gut. So, ansonsten sieht das erstmal ganz gut aus. Wir können ja noch mal kurz schauen, bevor ich das dann beim nächsten Mal vergesse. Wheel of Time hat sie gerade. Sie hat keine Area Attack. Ich weiß gar nicht mehr, ob das bei den Vorgängerteilen auch der Fall war, aber na gut. Ich glaube, dann belassen wir das erstmal dabei. Ja, und werden uns beim nächsten Mal... Oh Gott, nee, wir werden uns beim nächsten Mal nicht nur in die Hauptstory stürzen. Wir haben ja jetzt Estelle. Das heißt, wir werden wahrscheinlich 2 weitere Türen auch in Beschlag nehmen. Das werden wir die nächsten Folgen tun. Da freue ich mich auch drauf. Vor allen Dingen auf den Story-Input, der da noch kommt. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!